Willkommen zurück hier in meinem Ron Reviewed Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Macht's euch gemütlich, ich habe einiges für euch vorbereitet. Heute geht es zur Abwechslung wieder mal um Sim-Racing Hardware. Mein letztes Review, ihr seht das rechts noch über meinem Bildschirm flimmern hier. Das Sim-Racing Games Review, das habt ihr reichlich kommentiert und ich freue mich, euch heute wieder etwas neue oder taufrische Hardware vorzustellen. Euch erwartet ein Review, ein genaues Review. Wir machen ein Unboxing. Wir gehen auf die Teststrecke des relativ neuen CSL Elite P1 Lenkrads. Das werde ich mir für euch anschauen. Ist das das Lenkrad der goldenen Mitte sozusagen? Das war ja irgendwie mein Ziel, das ausarbeiten zu können für euch. Ja, weiter seht ihr hier auch links über meinen Moni noch flimmern. Das ist ein Teaser zu diesem brandneuen McLaren GT3 Wheel, was demnächst releasen wird. Ich werde da mit euch diesen Teaser analysieren. Wir schauen uns das gemeinsam an und ich schnappe mir dann auch mein Formula Rim und werde schauen, was uns der Teaser hier verrät, was wird sich ändern. Viele von euch warten so auf so ein neues Formula Rim und da kommt etwas brandneues auf euch zu. Das wird euch erwarten. Dann habe ich noch einige Neuerungen für euch in meinem Kanal. Vielleicht fällt es euch auf an der Bildqualität. Ihr seht das hier schon, meine alte GoPro Hero 3 wurde ersetzt durch eine 6er. Einige haben sich beschwert, das ruckelt so furchtbar in deinen Videos. Ja, das stimmt, da gebe ich euch vollkommen recht und so werden wir mal sehen, was ich für euch rausholen kann in Sachen Lowlight und ob das Ganze jetzt smoother rennt für euch. Eine zweite kleine Änderung in meinem Kanal, die möchte ich mit euch machen, das habe ich mir vorgenommen. Ich will so einen kurzen Community Talk mit euch angehen. 120 Sekunden Community, habe mir ein paar wichtige Fragen von euch rausgepickt. Die möchte ich hier öffentlich auch kommunizieren. Da sind wichtige Sachen mit bei. Aber jetzt lasst uns nicht lange warten. Ich schnapp mir jetzt, hier steht es hier auf meiner rechten Seite, da unten das brandneue, brandneu, es ist jetzt einige Wochen auf dem Markt. Das CSL Elite Steering Wheel P1, so heißt das. Frisch bei mir eingetrudelt. Ja, eins meiner vielen Wheels, ich kann mich davon nicht trennen. Und habe mich gefragt, was Fanatec zum Preis von 179 € hier bereitstellt. Und ich werde für euch die wichtigsten Sachen rausarbeiten. Ist das ein Wheel für euch? Welche Ansprüche könnt ihr an dieses Wheel stellen? Das schauen wir jetzt in den nächsten Minuten an. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ein schnelles Unboxing, das ist ja da schnell erledigt. Ihr seht diesen üblichen Quick Guide, das kennt ihr auch aus meinen anderen Reviews. Da könnt ihr dann die ganzen Sachen aktivieren, sozusagen. Besser gesagt Firmware neu drauf machen und so weiter. Dazu rate ich immer, macht das. Ich habe das in einem Review mal genauer für euch erwähnt. Ich hänge euch den Link oben dann mit bei. Sozusagen dieser Quick Guide. Dann zum Verpackungsinhalt. Das kennt ihr von meinem CSL Elite Racing Wheel Review. Das sieht ziemlich gleich aus. Hier habt ihr diese Button Caps. Diese Button Caps, mit denen könnt ihr quasi euer Wheel customizen, also verändern. Dann habt ihr hier einen Imbusschlüssel und die gewohnte Schraube und hier sauber verpackt, wie wir das gewohnt sind von Fanatec, kommt unser P1 Elite Rim sozusagen zum Vorschein. Ja, frisch ausgepackt hier jetzt vor euch. Die Kenner von euch sehen das sofort an diesem rot vernähten Lenkradkranz. Und wie vorher erwähnt in meinem Review zur PS4 CSL Elite Racing Wheelbase habe ich euch dieses erweiterte P1 Rim genau unter die Lupe genommen. Wenn ihr das vergleicht, ihr habt denselben Lenkraddurchmesser, vom Gewicht her das gleiche, etwa 1 Kilogramm, glaube 970 Gramm sind das genau. Und euch fällt sofort aus, dieser durchgehend eingefasste Alcantara Lenkradkranz. Das fühlt sich super an, super wertig. Gefällt mir jetzt auf den ersten Blick fast etwas besser als dieses Glattleder an diesen Griffflächen. Ja, das werden wir uns noch genauer anschauen. Von der Schaltmechanik, Fanatec nennt das Snap-Dome-Technologie oder so ähnlich. Das fühlt sich komplett gleich an, da dürften dieselben Komponenten verbaut worden sein. Vom Design, das seht ihr, wenn ich jetzt genauer hinschaue. Ihr habt hier diese Griffflächen, diese Alcantara Griffflächen bei diesem Elite Wheel sozusagen in dunklem Schwarz gehalten. Nicht so in diesem Grau wie bei diesem PS4 Wheel. Vorne die Blende, selbes Material, das ist schwarz elixiertes Metall und entsprechend der Kompatibilität, ihr habt hier diesen Xbox-Button, das heißt, ihr seid mit den entsprechenden Wheelbases Xbox ready mit diesem Wheel. Lasst uns jetzt nicht viel Zeit verlieren, wir schnappen uns das Wheel. Ich werde das für euch jetzt gleich auf meinem Rennsport-Cockpit montieren. Machen wir das nochmal live, dann seht ihr das, wie schnell das geht. Das geht in ein paar
Sekunden sozusagen. Schnappt euch das Wheel. Ihr kennt diesen Befestigungsmechanismus schon aus meinen anderen Reviews. Wheel sauber aufgesetzt, achtet auf die Nut, in meinem Fall hier jetzt unten. Setzt das Wheel auf, sauber aufsetzen, drückt es ordentlich an, hier auf der Wheelbase, und dann schnappt ihr euch den Imbusschlüssel mit der beigelegten Schraube, macht das wieder hochkant, setzt diesen an, dreht diesen ordentlich fest und die Sache ist erledigt. Ihr braucht dann nur mehr eure Wheelbase einzuschalten. Und dann sollte sich die Wheelbase entsprechend referenzieren. Achtet oben im Lenkradkranz auf das LED-Display, das euch jetzt verrät, wir haben Firmware 316, ihr habt das kurz eingeblendet gesehen. Macht die aktuelle Firmware drauf, auf jeden Fall. Das ist jetzt die CSW V2, da habt ihr eben diese 316er Firmware und ihr seid hier wirklich ready to go. Ja, hier funktioniert alles. Ich werde mich damit jetzt nochmal genau auseinandersetzen. Mein Rennsport-Cockpit ist bereit. Ich werde mir heute zur Abwechslung wieder mal Dirt Rally schnappen, damit mein Shifter und meine Handbrake mal wieder richtig im Einsatz sind. Bleibt dran, ich starte in wenigen Sekunden. Bis gleich. Und da habe ich auch schon Platz genommen hier in meinem Rennsport-Cockpit. Ihr seht das hier, Dirt Rally am Start, Handbrake Shifter. Das war damals bei meinem Review. Ich hänge es euch auch nochmal rechts oben mit rein. So meine erste Erfahrung mit Handbrake und Shifter. Das Review hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht und ich bin irgendwie dran geblieben. Mit Handbrake und Shifter hier in Dirt Rally zu fahren, das war eine komplett eigene neue Erfahrung. Kann ich jedem ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Aber gehen wir jetzt zurück zu unserem Wheel. Apropos Wheel, stimmt jetzt, dass ich hier selbst auch meine Lenkbewegung nicht zu dem, was ihr ingame seht, überein. Das stimmt das irgendwie nicht. Ich bin hier viel mehr am Kurbeln, als es das hier ingame im Video aussieht. Wie fühlt sich das Wheel an? Unser neues Elite P1 Rim fühlt sich sehr leicht und locker an. Ich spüre von meiner CSW V2, die ich hier jetzt am Start habe, jegliches Force-Feedback sehr deutlich, sehr differenziert. Das kommt hier sehr stark rum. Was mir auch auf den ersten Blick oder auf das erste Gefühl auffällt, ist, dass sich das Wheel sehr schnell bewegen lässt, dass es sehr dynamisch sich anfühlt. Also diese Lenkbewegungen, Gegenlenkbewegungen, die fühlen sich extrem leicht an. Da spürt man, dass dieses Wheel unter einem Kilogramm wiegt. Das fällt speziell dann auf, wenn ihr schwerere Rims gewohnt seid, wie die aus der Club Sport Serie. Ihr habt da meistens mit Wheels mit 1,5 bis 2 Kilo oder darüber, die ihr am Start habt. Das ist hier nochmal eine andere Liga mit diesem Elite Rim. Das muss ich hier zugeben, das merkt man auf alle Fälle. Was fällt mir noch auf? Es fühlt sich sehr griffig an. Ihr seht das hier in meinen Reviews immer. Ich bin hier immer ohne Handschuhe unterwegs. Ich mag das einfach, wenn ich meine Hardware hier auf jeden Fall erfüllen kann. Insofern eingeschränkt bin ich ja in Sachen Optik. Ich sehe meine Hardware hier am Start nicht. Ihr seht das mit der VR. Ich bin da quasi blind unterwegs. Aber seid versichert, ich habe das damals in dem Review auch erwähnt, ihr findet hier zu Shifter Handbrake und eure Buttons, das findet ihr blind. Das ist wie wenn ihr im echten Auto unterwegs seid. Da schaut ihr auch nicht jedes Mal so den Ganghebel runter, sondern den habt ihr quasi eingespeichert. Das habt ihr in ein paar Sekunden gespeichert in eurem Kopf, in eurem Hirn, wo sich etwaige Schalterhebel und so weiter befinden. Ja, also das macht hier Spaß. Testet einmal ein Rallye-Spiel. Das bringt viel Abwechslung rein zum üblichen Rennstreckenalltag, wo ihr die immer gleichen Runden dreht. Ihr seht, so großartig in Form bin ich hier auch nicht. Ich habe hier immer noch stark am Kämpfen. Habe mir hier eine Strecke Griechenland, ist das Akropolis, glaube ich jetzt, so heißt diese Etappe. Und einen Lancia Integrale, so ein altes Tier sozusagen, geschnappt. Macht irrsinnig Laune. Und ich kann euch eins versichern, ich habe euch das auch damals erwähnt, nach ein paar Etappen hier mit Dirt Rally am Start und unter vollem Einsatz dieser Wheelbase mit Shifter und Handbrake, da seid ihr fertig. Da habt ihr wirklich Sport gemacht. So fühlt sich das an und ja, immer wieder gerne hier ein paar Runden, ein paar Etappen zu drehen. Zum Wheel nochmal zurück, die Schaltung, das rastet alles sehr exakt ein. Hier, wie gesagt, bin ich jetzt mit dem Shifter unterwegs. Aber ich kann euch auch sagen, ich habe vorher noch eine Runde Assetto Corsa gedreht und auch diese Pedals, die Shifter Pedals, funktionieren einwandfrei. Hier geht es ab ins Ziel. Wir gehen zurück an den Tisch und ich sage euch, wie es weiter aussieht. Zurück von der Rallye-Piste und jetzt lasst uns einen genauen Blick auf unser neues CSL Elite Steering Wheel P1 werfen.
Was ist mir aufgefallen während diesen ersten Runden? Ja, ihr kennt das von meinen bisherigen Wheelbases Reviews, da sage ich euch immer, ein kleines kompaktes Wheel hat den Vorteil, dass die Kraft von der Wheelbase viel stärker rumkommt. Ich habe euch das damals in diesem großen Wheel Roundup gegenübergestellt und verglichen. Schaut da nochmal rein, Link oben mit bei. Ja, und hier trifft Fanatec die goldene Mitte. Mit diesem 30 cm Rim und diesem extrem leichten Gewicht kommt da von eurer Wheelbase extrem viel rum. Egal ob ihr mit der CSL Elite jetzt unterwegs seid oder CSW V2, die spielt sich mit diesem Wheel. Es fühlt sich sehr gut an, das Force Feedback kommt gut rum und die Reaktionsschnelligkeit dieses Handling ist wunderbar. Was weiters auffällt bei diesem Wheel, es ist ja vollkommen einsatzfähig, egal welches Genre ihr spielt, ob jetzt Rallye, Drift oder GT-Fahrzeuge, ihr könnt auch Formula-Autos mit diesem Wheel fahren, das heißt, ihr seid hier voll einsatzbereit. So viel gilt zu sagen, wenn man immer den Vergleich mit einem Formula Rim anstellt, da seid ihr etwas limitiert, wenn es ums Driften oder ums Rallye-Fahren geht. Es fühlt sich sehr gut an in meiner Hand. Ich muss sagen, das Alcantara, wenn ich es jetzt zu meinem M3 GT2 Rim vergleiche, da fühlt sich das sehr ähnlich an. Ich tue mir jetzt wirklich schwer mit diesem Vergleich. Ob sich das Clubsport Wheel jetzt etwas hochwertiger anfühlt, schwer zu sagen. Vielleicht eine Spur hochwertiger, das Alcantara, traue ich mir aber fast jetzt nicht sagen. Was extrem auffällt, ist natürlich der Gewichtsunterschied. Wir haben hier ein 2,5 Kilogramm Wheel und hier nicht mal ein Kilo. Das spürt die Wheelbase und das spürt ihr natürlich auf alle Fälle. Zu den Shiftern zur Schaltung bin ich eingegangen, die rastet sehr satt ein, da bin ich sehr mit zufrieden. Nicht ganz auf Clubsport Niveau, aber das ist durchaus zufriedenstellend. Dann zu den Buttons, das kennt ihr von diesen anderen P1 Rims, von dem P1 Racing, von der PS4. Die fühlen sich gut an, die sind zweckmäßig ausgeführt mit diesem Steuerkreuz. Die Rückmeldung ist ganz gut. Ich finde, das könnte etwas satter einrasten, wenn ich das hier vergleiche mit meinem Formula Rim. Da ist das Ganze dann doch etwas satter, noch exakter ausgeführt. Das spürt man schon, dass hier etwas der Sparstift angesetzt wurde. Zur Befestigung mit euren Wheelbase ist dieser Semi-Quick Release, so würde ich das Ding nennen, erfüllt seinen Zweck. Wenn ihr nicht regelmäßig ständig Rims tauscht, dann könnt ihr diese 30 Sekunden, diese eine Minute durchaus verschmerzen. Das ist sehr zweckmäßig, würde ich sagen, aus Kunststoff gehalten, aus Kunststoff ausgeführt. Ja, damit kann man leben. Das ist natürlich auch dem Preis geschuldet. Das Display erfüllt einen super Zweck. Das kennt ihr. Geschwindigkeit wird angezeigt, Ganganzeige, insofern das Spiel das unterstützt. Nutzt zur Not das Tool Fanalets. Das supportet dann so gut wie jedes Spiel. Und ihr könnt euer Display nutzen. Wenn ihr denn nicht mit VR unterwegs seid, dann nützt euch das reichlich wenig. Lasst uns zu einem Expressfazit kommen. Ich habe einige Punkte mir aufgeschrieben, die ich mit euch abarbeiten möchte und dann eben eine entsprechende Empfehlung für eine Zielgruppe zu geben, für wen denn dieses Rim in Frage kommen könnte. Zur Qualität, die ist sehr ansprechend. Wenn ich da Punkte geben würde, würde ich sagen auf jeden Fall 7 oder 8 von 10. Kommt sehr knapp an Clubsport Niveau heran. Nicht ganz, aber die Qualität ist deutlich über dem Durchschnitt angesiedelt. Zur Optik, ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Für mich eines der schönsten Wheels, die Fanatec auf den Markt gebracht hat. Ist kein Replika-Wheel, das heißt, es ist ein Eigendesign. Dieses Eigendesign gefällt mir wirklich eine Spur besser hier als dieses PS4 Elite Racing Wheel. Mir gefällt dieses in tiefschwarz gehaltene Design besser. Mir gefällt dieser durchgehend in Alcantara ausgeführte Lenkradkranz besser. Zur Kompatibilität könnt ihr auf der Homepage von Fanatec nachsehen. Da habt ihr Clubsport Wheelbase V2, V2.5 und die beiden Elite Wheelbases absolute Kompatibilität. Ihr könnt mit diesem Wheel dann mit der Xbox unterwegs sein. Weiters natürlich dann auch mit dem PC sowieso und PS4 dann, wenn ihr dann entsprechend eine PS4 lizenzierte Wheelbase wie die CSL Elite Racing Wheelbase im Einsatz habt. Sozusagen könnt ihr mit diesem Wheel alles abdecken, was das Herz begehrt. Zum Fahrgefühl selbst, das habe ich euch vorher kurz erwähnt, wahnsinnig handlich, das leichteste Fanatec Wheel, das es gibt. Eure Wheelbase wird euch in Sachen Feedback, Transparenz und so weiter und so fort, das wird sie euch rückmelden. Das spürt ihr, wenn ihr bisher auf schwereren Wheels unterwegs wart.
Das funktioniert großartig, prima. 30 cm Durchmesser, auch die goldene Mitte in Sachen Lenkraddurchmesser, ohne jegliche Einschränkungen. Preis-Leistung, das hat Fanatec im Preis von 179 € angesetzt. Ein Preis, der für mich in Ordnung geht. Schnäppchen ist es keineswegs. Ihr zahlt, was ihr bekommt. Ich hätte mir einen Preis von 149 vielleicht lieber gewünscht. Weniger ist nicht mehr besser im Auge des Betrachters, aber die Qualität und das, was ihr dafür geboten bekommt, geht für 179 € auf jeden Fall in Ordnung und positioniert sich dann doch deutlich unter diesen Club Sport Series Wheels ein. Wenn ihr das günstigste GT Wheel der Club Sport Series nehmt, hier das BMW M3 GT2 Rim ist immer noch mit 2,99 € der günstigste Einstieg, da habt ihr schnell mal 120 € gespart. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also Preis-Leistung von mir 8 bis sogar 9 von 10. Zur Zielgruppe selbst. Zielgruppe selbst, das kann die Zielgruppe sein, wenn ihr komplett neu einsteigt. Ihr wollt euch eine neue Wheelbase holen und überlegt, welches Rim nehme ich dazu. Nehme ich das im Bundle mit diesem P1 Elite Rim, da seid ihr gut beraten, wenn euch diese Haptik und auch die Optik wichtig ist. Das Standard P1 Rim um 99 € erfüllt genauso seinen Zweck, ist etwas schwerer, hat etwas einfach ausgeführte Schaltmechanik, das habe ich euch damals erwähnt in diesem Review. Ansonsten ist dies sehr ähnlich gehalten, von den Buttons sozusagen gleich. Den Vorteil, den ihr hier noch habt mit diesem Elite, ihr könnt euch die Buttons eben anpassen. Wenn ihr entsprechende Buttons belegen wollt, mit Scheibenwischer, Licht und anderen Symbolen, könnt ihr das tun. Die klickt ihr ganz einfach mit dem kleinen Schraubenzieher, klickt ihr raus und setzt die neuen Buttons ein und ihr seid fertig. Lasst uns, wie im Intro versprochen, auf dieses angeteaserte McLaren GT3 Wheel eingehen. Ich möchte das jetzt nicht im Overlay mit euch machen, sondern direkt, um interagieren zu können und Vergleiche mit unserem Formula Rim anzustellen. Ihr konntet das vorbestellen. Lieferung wird Februar, März scheinbar sein, laut Homepage. Ich bin selbst darauf gespannt, werde schauen, dass ich sehr schnell eins ergattern kann. Was ändert sich, was wird ähnlich sein? Hier diese Snap-Dome Shifter Pedals, das kennt ihr von diesem eben vorgestellten P1 Elite Wheel, die dürften sich dann ähnlich anfühlen. Ich weiß nicht, ob das Metall oder Kunststoff ist, kann ich jetzt auf diesen ersten Blick schwer einschätzen. Nur eine Vermutung, denke eher eine Kunststoffausführung. Dann ganz interessant, ich habe da nochmal Pedals direkt darunter angesiedelt und ihr seht das hier, Analog Clutch Pedal. Was heißt Analog Clutch Pedal? Da habt ihr nicht einfach ein On-Off wie bei so einem üblichen Button, sondern ihr kennt das von euren diversen Gamepads, da könnt ihr analog, also dosieren, inwieweit ihr dieses Pedal betätigt. Wichtig, wenn ihr eine Kupplung verwendet und eben keine Pedale, dann könnt ihr hier dosieren, den Schleifpunkt treffen und so weiter und so fort. Ich bin auch gespannt, wie man dieses Feature einsetzen kann. Die seht ihr beiderseits. Ganz spannend, habt ihr hier eine Rotary Switches, also so Wählschalter und ein Display in der Mitte, ein OLED-Display sollte das sein. Und da könnt ihr dann den Mode einstellen, was ihr wollt, Clutch and Handbrake, nur Clutch, also das heißt, ihr könnt sogar eine Handbremse auf einer einen Seite belegen. Klingt sehr spannend, oder eben Gas und Bremse, je nachdem. Das heißt, ihr könnt hier mit diesem Wheel sozusagen Pedale ersetzen. Ob das jetzt Sinn macht, vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ich bin nur auf dem Schreibtisch unterwegs und möchte mir das mit dem Pedal eigentlich sparen, aber Gamepad, das ist mir viel zu langweilig, dann könnt ihr das erste Mal wirklich exklusiv mit einem Lenkrad quasi eure Pedale ersetzen. Das klingt sehr spannend, ich werde das auch mal probieren. Oder ihr habt immer Einschränkungen, ihr habt euch einen Fuß gebrochen oder seid irgendwie eingeschränkt diesbezüglich, dann ist es euch nicht mehr, quasi ist es euch vorbehalten, hier jetzt mit einem neuen Wheel komplett unterwegs zu sein und das mit euren Händen zu steuern. OLED-Display habe ich erwähnt, dann habt ihr übliche Schalter, also ein Rocket Switch, ein Funky Switch, den könnt ihr drehen, auf- und abturnen. Sehr viele Features. Ganz spannend, hier seht ihr einen Allen Key Tool, das ist ein Inbusschlüssel. Diesen Inbusschlüssel könnt ihr verwenden, um diese Aufnahme quasi zu ersetzen. Und das seht ihr hier. Ihr könnt diese durch einen Club Sport Quick Release ersetzen. Auf das möchte ich später kurz darauf eingehen. Diese Exchangeable Button Caps, die kennt ihr, haben wir vorher eben vorgestellt, die kriegt ihr auch mitgeliefert. Und das ist das neue CSL Elite Steering Wheel von McLaren. Preismäßig auch in dieser Elite-Serie angesiedelt, relativ deutlich unter Club Sport. So deutlich unter dem Formula ist es nicht, das wisst ihr, das ist das Einsteiger um 2,29. Das ist natürlich
da relativ nah angesiedelt und ihr könnt euch sicher sein, ich liebe diese Testvergleiche und ich werde dann genau schauen oder nachsehen, wie dieses neue McLaren Rim performt im Vergleich zu diesem, das ist wirklich schon ein Klassiker. Ganz kurz, das möchte ich ohne Schnitt und live und direkt machen, ist eine Erwähnung wert. Hier rüber zu meinem Bildschirm. Ich nehme noch das Smartphone mit, damit ich sehe, was ihr seht. Ich habe das hier für euch nochmal eingeblendet. Und wenn ihr hier bei diesem Wheel auf das Zubehör klickt, dann kommt ihr hier zu diesem Clubsport Quick Release Adapter. Das seht ihr hier vor Augen. Das erste, was mich geschreckt hat, war dieser Preis. Hier seht ihr, der ist einmal mit 99,95 € angegeben für einen Adapter, damit ihr ein Elite Wheel mit dem Quick Release ausstatten könnt. Ja, das klingt wirklich heftig und deftig. Das hat mich im ersten Moment erschreckt. Ich werde auch schauen, dass ich das Ding testen kann und euch dann berichten, ist es das wert, ist es das nicht. Da kann ich euch jetzt noch nichts darüber sagen. Ihr habt hier halt den klassischen Clubsport Quick Release, den ihr kennt, den ich liebe, auf den ich eigentlich nicht mehr verzichten will. Der Preis, wie gesagt, hat mich geschreckt. Ihr seht das bei der Kompatibilität, da verrät Fanatec noch nicht viel. Sie schreiben mit den sämtlichen Wheelbases, das ist klar. Und zusätzlich zu den Lenkrädern, naja, das McLaren GT3 Wheel ist klar, das seht ihr in dem Teaser, und die meisten kommenden Fanatec Lenkräder. Das heißt, da wird Fanatec sich auf diesen neuen Standard vermutlich einigen. Mir ist auch klar, warum dieser Quick Release angeboten wird. Ich denke, diese Kunststoffaufnahme, diese standardmäßige der Elite Rims, die wird dieses massive Drehmoment der kürzlich erscheinenden Direct Drive Rims nicht stemmen können. Da wird man runterdrosseln müssen, softwaremäßig. Und da werdet ihr vermutlich mit diesem neuen, wie heißt der, Clubsport Quick Release Adapter in schwarzer Ausführung in diesem Fall, da wird ja dann Direct Drive ready to go sein, um das volle Drehmoment nutzen zu können. Alle Spekulation von meiner Seite, aber so sieht es nun mal aus. Ich teste, sobald ich das Ding in Händen habe, zeitnah. Wie im Intro versprochen, ein neues Feature in meinem Kanal, das möchte ich jetzt einpflegen. Ich habe mir das fest vorgenommen, eure sehr wertschätzenden und interessierten Kommentare auch zu kommentieren, immer kurz mal in diesen Reviews einzupflegen. Um das kurz zu halten und übersichtlich, 120 Sekunden, die nehme ich mir vor. Ich klicke hier oben auf meinen Start-Countdown. Das ist alles neu und live und ungefiltert in meinem Kanal. Ihr könnt mir rückmelden, bringt es das, ist das zu lang, zu kurz? Wir testen das einfach, wie weit ich komme. Also wir starten, 1, 2, 3 und los geht's. Der Marco schreibt uns, ich besitze den normalen CSL Elite mit Load Cell, spiele häufig Umstände, lohnt sich das auf die V3? Ja, auf die V3, das lohnt sich, checkt da mal das Video, ich habe da ein ausführliches Review mit reingehängt. Wenn du gerne spielst, häufig spielst und auch die Kupplung entsprechend einsetzt, ja, dann lohnt sich der Umstieg wirklich, diese Mehrkosten in die Hand zu nehmen. Temper-Kit, das musst du nicht sofort mitnehmen, teste sie einmal out of box, wie du sie bekommst. 3,59 ist ein fairer Preis, so viel kann ich dir verraten. Nummer 2, Alex DD schreibt, meine Lieblings-Sims sind iRacing, Assetto Corsa und PC2. Zu iRacing, ich habe mit dem Alex dann geschrieben, der hat mir wirklich super Tipps gegeben zum Thema iRacing und hat mich motiviert, da wirklich mal reinzuschauen. Alex, ich danke dir dafür, ich werde das wirklich mal antesten. Ich nehme mir das vor, vielleicht geht es in einem Weihnachtssale günstig her und ich finde da etwas Zeit neben meinem hauptberuflichen Job, um hier in iRacing mich einzuarbeiten. Ich versuche das zu machen. Danke für deine Tipps. Curbsurfer, einer unserer treuesten Mitglieder, der immer wieder mal postet, der fragt zu diesem McLaren GT3 Wheel, weil ich habe das schon angeteasert, dass ich das erwähnen werde, ob es zusätzliche Vibrationsmotoren hat, wie die Wirkung, Nutzbarkeit der Kupplung hat und welches Wheel, ob dieses oder das Formula Rim diese Kaufempfehlung von mir bekommt. Dinge, die ihn persönlich interessieren, mich natürlich aus, und ich verspreche dir, ich schaue, dass ich das Ding so schnell wie möglich bekomme. Ich werde auf deine Punkte auf jeden Fall eingehen. Dann schreibt Master Bronx, so ein unruhiges Bild, da kann man sich kaum auf die Videos konzentrieren. Alter Finne, ja, da musste ich schmunzeln und du hast vollkommen recht. So ging es mir auch, und ja, ich habe mein Vorhaben wahrgemacht, die alte Hero 3 ist ersetzt, die 6er ist da. Du kannst jetzt rein kommentieren, hat es dir besser gefallen? Ich hoffe doch, ich hoffe. Danke für dein Feedback. Dann hier hat ein englischer Kollege geschrieben, warum der Titel in Englisch ist, aber du nicht Englisch sprichst. Ja, da hat sich etwas beschwert darüber. Kein Problem, ich habe das jetzt im Intro, die Subtitles nochmal herausgehoben. Die habe ich seit dem 3. Video, glaube ich, hier online. Das weiß nicht jeder. Unten reinklicken und ihr seid hier ready to go. Die Subtitles, die erfordern für mich immer sehr viel Zeitaufwand. Ich sitze da bei so langen Videos 3-4 Stunden, um diese zu machen. Ich bin nicht dieser Englisch-Profi, aber irgendwie hier FNS bedankt sich für einen super Job.
Der freut sich sehr über diese Reviews, über diese detaillierten Reviews hier und ist sehr dankbar über diese englischen Subtitles. Das motiviert mich auch weiterzumachen. Wenn wer von euch in der Dolmetscherausbildung ist und sagt, ach, das mache ich dir, Ron, ich stelle dir zur Verfügung, ich habe das in einer halben Stunde erledigt. So Subtitles, die kann man einreichen. Meldet euch bei mir, schickt mir einen Kommentar und dann würde ich mich sehr darüber freuen. Nein, Spaß beiseite, ich bleibe dran, ich werde das weiterhin machen. Danke fürs motivierende Feedback. Und das war's auch schon. Ich habe die 120 Sekunden nicht eingehalten, es wurden 180. Stopp, ich bin raus. Vielen Dank. So, liebe Leute, Zeit für mich hier rauszugehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und möchte kurz um euer Feedback bitten. Bitte postet unten rein, postet mir unten in der Kommentarfunktion rein, wie findet ihr die neuen Änderungen in unserem Kanal? Seid ihr mit dem Bild jetzt etwas zufriedener als vorher? Findet ihr diesen Community Talk, diese 120 oder 180 Sekunden gut? Sollen wir das weiter pflegen? Und eine letzte Antwort, bitte postet mir das unten rein, das ist für mich ganz wichtig. Ich überlege wirklich diesen Community Talk, dieses Drumherum, so Teaser und so weiter zu entkoppeln. Sollen wir so eine Weekly-Kanal einpflegen sozusagen. Ich poste da alle Monate mal ein Review oder uploade das, um abseits dieser wirklichen Reviews darauf einzugehen, um diese kürzer zu halten. Sollen wir da extra was machen, so Quartalsupdates und so weiter und so fort? Bitte meldet mir das zurück. Ich bedanke mich für euer Beisein. Vielen Dank. Wir bleiben dran, was euch noch erwartet. Dann bin ich raus. Ich werde schauen, dass ich das Direct Drive Wheel, sobald das am Markt ist, in Händen halte, sofort für euch reviewe. Dazu das McLaren GT3 und für die VR-Fanboys, ich habe euch nicht vergessen, die Pimax 8K ist in der 4. Upgrade-Phase sozusagen. Da sollte im Jänner, Februar, März das Ding bei mir eintrudeln. Dann sind wir voll am Start. Ich halte euch am Laufenden, bleibt dran, liebe Grüße. Subscribe, danke für Daumen hoch und vielen Dank. Bis bald, liebe Grüße von eurem Ron.